Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Wieder mit einer Folge, die live aufgenommen wurde am German Testing Day 2023 in Frankfurt. Ich habe mich mit Markus Lachenmeier und Florian Krautwurm über nachhaltige Softwareentwicklung unterhalten und auch über nachhaltiges Testen. Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung war für mich bis jetzt kein großes Thema, umso mehr habe ich mich auf unser Gespräch gefreut. Nachhaltigkeit, eine nicht funktionale Anforderung an Software. Wir gehen oft sehr sorglos mit unseren Ressourcen um, deployen hier und da, laden irgendwas in die Cloud, machen viel Netzwerktraffic, Performance-Test und das alles braucht Ressourcen. Markus und Florian zeigen uns, wie man Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung implementieren kann, geben uns Tipps zu mehr Nachhaltigkeit und zeigen uns auch, wie wir nachhaltiger testen können. Viel Spaß beim Hören! Hallo Florian, hallo Markus, schön, dass ihr da seid. Servus. Servus, danke, dass du es da hast. Genau. Ja, wir sind ja hier am German Testing Day 2023 in Frankfurt und ihr habt gerade euren Vortrag auch gehalten zu Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich schon ein spannendes Thema, auch für das Thema Software-Testing, so ein Qualitätskriterium, das man nicht alle Tage hat in der Software. Sagt mal, was ist denn das für euch, Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung? Also erstmal Nachhaltigkeit hat ja so einen negativen Eindruck. Wir haben heute auch gewitzelt, wir werden uns nicht an der Bühne festkleben oder in die Richtung. Nachhaltigkeit bedeutet einfach, wir achten darauf, wie wir mit Ressourcen umgehen. Ressourcen heißt Hardware. Wir wollen auf Energie achten. Aber was uns auch ganz wichtig ist, und es geht immer so ein bisschen verloren, wenn man auf Projekte wie Principles.green oder Green Software Foundation schaut, wir befassen sich immer mit Energieeffizienz, Ressourcen, was wichtig ist, aber nicht das komplette Bild abdeckt. Denn was auch wichtig ist die Langlebigkeit. Also auch unsere Software muss nachhaltig sein, langlebig. Wir wollen nicht alle 2 Jahre wieder von vorne beginnen. Das verbrennt Ressourcen ebenfalls, wie auch uns Menschen, die ich nicht als Ressource sehen will. Wenn Software irgendwann nicht mehr wartbar ist, wird sie in die Tonne getreten und ich fange bei Null an. Und genau das gilt es auch zu vermeiden. Was man noch dazu sagen muss, es gibt Principles.green, gerade schon erwähnt, oder die Green Software Foundation. Es gibt einen Haufen Organisationen, die da weitaus mehr Ressourcen, Geld, Zeit und Hirnschmalz reingesteckt haben in das Thema. Wir haben versucht, uns schon auf den Teil der Nachhaltigkeit zu fokussieren, der jetzt wirklich für unsere konkreten Projekte relevant war und da eben nicht das System under Test. Also wir haben nicht über das Produkt geredet, das was Nachhaltiges macht, sondern wirklich, wie kann ich im Requirements Engineering, aber auch im Testprozess mit der Nachhaltigkeitsbrille draufschauen und eben Ressourcen, Energie, Carbon, aber auch den Social Aspekt beleuchten. Das ist ja spannend, wenn wir bei den Anforderungen beginnen. Was habt ihr denn da für eine Idee oder wie schlagt ihr denn das vor? Wie kriegt man das Thema da unter? Also erstmal ist es wichtig, dass wir in der Anforderungsphase schon mit dabei sind. Es gibt kein Qualitätsattribut, das ich am Ende vom Software Development Lifecycle mal schnell noch mit reinteste. Das klappt nicht mit Performance, das klappt nicht mit Wartbarkeit und das klappt nicht mit Nachhaltigkeit. Deswegen, man muss früh reingehen ins Requirements Engineering. Und wir haben es auch in unserem Vortrag erwähnt, Nachhaltigkeit ist in unseren Augen kein neues NFR. Es ist eine neue Perspektive auf schon vorhandene NFRs. Und dann geht es oft beispielsweise Performance und Efficiency, da mit einer Nachhaltigkeitsbrille draufzuschauen. Ich kann meine Software schnell machen, indem ich sie effizient mache. Muss ich früh Designentscheidungen treffen, um sie effizient zu machen. Oder ich merke dann beim Deployment, bin ich langsam und drehe den Ressourcenhahn auf. Ja. Das wäre die nicht nachhaltige Lösung. Ja, klar. Okay. Ja. Und das kann ich am Anfang auch schon so mitbestimmen. Das baut ihr quasi in die Performance-Anforderungen schon mit rein oder dass ihr da mit der Brille mit drauf schaut? Genau, da muss man als Tester ist man gewohnt, die jetzt eher unliebsamen Themen auch zu treiben, die gern vergessen werden. Und gesagt, da gehört Nachhaltigkeit leider aktuell auch noch dazu. Deswegen auch unser Anspruch, dass wir da als Test von vornherein auch mit reingeht als Tester, eben in die Requirements-Phase, wie es der Markus gerade schon gesagt hat, und eben auch in die Trade-off-Analyse geht mit den bestehenden NFRs. Also die wichtigen NFRs, da wird auch in der Architektur drauf geachtet und das Nachhaltigkeitsthema wird einfach nicht mal bewusst, aber es wird einfach vergessen. Ja. Jetzt ist ja bei Performance ist es so naheliegend. Habt ihr da noch andere sagen wir, Kriterien, wo ihr quasi denkt, da müssen wir schon Richtung Nachhaltigkeit draufschauen? Definitiv, also da haben wir auch unsere Trade-off-Analysen gemacht. Beispielsweise Wartbarkeit. Hat ganz große Auswirkungen auf Nachhaltigkeit, wirkt sich für gewöhnlich sehr positiv aus.
auf Nachhaltigkeit. Mhm. Wohingegen andere Dinge, muss man wieder aufpassen, beispielsweise Security. Mhm. Wir würden nie sagen, bitte schmeiß die Security weg, damit wir nachhaltiger werden. Ja. Für gewöhnlich haben aber Security-Maßnahmen wie Verschlüsselung und Entschlüsselung eher negative Auswirkungen. Sie brauchen einfach mehr Rechenpower, beispielsweise. Und da gilt es jetzt eben in die Analyse zu gehen, wie weit muss ich gehen mit meinen Security-Maßnahmen und wo kann ich eventuell Abstriche machen. Ist immer schwer, Security ist ein wichtiges Thema, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich möchte ja auch für die Gesellschaft darauf achten, dass meine personenbezogenen Daten auch sicher sind. Und nur mal um das als Beispiel zu nennen. Ein weiteres Beispiel, was wir auch genannt haben, war Reliability. In die Safety reinzugehen. Gerade bei Siemens gibt es ja da Healthcare-Sparte, Mobility-Sparte, da ist es auch gar kein Thema. Auf der anderen Seite kann ich schon so manches Verfügbarkeitsrequirement hinterfragen. Gilt es wirklich, mein About-Menü mit 99,9999% Verfügbarkeit zur Verfügung zu stellen oder kann ich mir da eventuell auch mal einen Ausfall erlauben? Ja. Ein weiterer Aspekt, Markus hat schon erwähnt, ist eben das Thema Maintainability oder auch Langlebigkeit einer Software. Wenn ich alle 3 Jahre meine Software neu schreibe, verheizt sich Menschen und eben Ressourcen. Wenn ich aber Software schreibe, die immer noch auf der aktuellsten Hardware läuft, die im Sinne der Hardware nicht langlebig ist, es gibt das Thema Embodied Carbon, das ist quasi der Kohlenstoff, der frei wird beim Erstellen der Hardware und auch beim Recyceln der Hardware, beim Zerstören der Hardware. Und je länger meine Software auf alte Hardware in Anführungszeichen laufen kann, umso besser ist es auch wieder. Also das ganze Thema Backward-Kompatibilität, aber nicht nur zu vorherigen Softwareversionen, sondern zu alter Hardware, ist da ein wichtiger Punkt. Was auch mit reinspielt, ist das Thema Extendability oder Exchangeability. Ich meine, wenn ich jetzt einen Algorithmus schreibe und in 3 Jahren gibt es eine super sustainable Variante davon, dann muss ich die natürlich auch einfach austauschen können. Wenn ich dann halt irgendeinen Monolithen habe, ist es schwierig. Also ich hoffe, die meisten containerisieren natürlich schon, aber auch da gibt es immer einen Trade-off zu finden. Ja, das ist natürlich also quasi mit auch eher ein Programmierpattern auch modular zu entwickeln, um die Dinge austauschbar zu machen. Das zahlt natürlich dann auch da massiv drauf ein. Genau. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, euch mit dem Thema zu beschäftigen? Also so Nachhaltigkeit ist jetzt nicht das, wo man sagt, was mache ich heute im Projekt? Ich mache mal ein bisschen Nachhaltigkeit rein. Ne? So. Wir haben das Glück, da in 2 Firmen zu sein, die da wirklich auch sich das groß auf die Fahne geschrieben haben und da wirklich auch Zeit und Geld investieren für das Thema. Von dem her ist es für uns quasi der natürliche Weg gewesen, da auch im Software-Testen darüber nachzudenken, nicht bloß im Software-Engineering. Auch wir als Tester heizen natürlich, wenn wir es falsch machen, massiv viel Ressourcen, Geld raus. Performance-Test, ich skaliere die Last hoch, ich skaliere System oder Test hoch, ich habe Lastgeneratoren. Das sind lauter Ansatzpunkte, wo wir auch im Software-Test natürlich sparen können. Gestartet sind wir vor längerer Zeit mit dem Aspekt, wie kann ich denn die Nachhaltigkeit an sich testen? Gibt es KPIs, die ich quasi, kann ich einen Test-Case schreiben, der mir sagt, wie nachhaltig ist mein Produkt? Und über diese Gedanken, die hat sich so weiter und weiterentwickelt, kam halt drauf, eigentlich muss auch der Test nachhaltig sein. Eigentlich müsste man es viel weiter ins Produkt vorbringen, genau, und so hat sich das ergeben. Jetzt, habt ihr dann auch KPIs gefunden? Also, oder habt ihr das dann quasi eher dann über das Testing gemacht? Also, wie kann ich nach Sustainability eigentlich messen? Ja, es gibt KPIs, mittlerweile auch große Cloud-Provider springen natürlich stark auf das Thema an. Wenn man jetzt in der AWS ist oder in Azure oder Google Cloud, die haben eigene Dashboards, wo man, das ist quasi kein Testen, sondern monitoren, wo man monitoren kann, wie der Carbon Footprint ausschaut. Es gibt Berechnungen, wie man es im Netzwerk berechnen kann. Nachhaltigkeitstest-Cases selber haben wir jetzt dann nicht gemacht. Wie gesagt, das meiste läuft über Monitoring. Man kann funktionale Testcases laufen lassen, man kann Chaos Monkeys laufen lassen und dann analysieren, wie sich das System verhält, an welcher Komponente man was ändern müsste, um zum Beispiel da wieder in einer nachhaltigen Weise das System zum Laufen zu bringen, wenn ich zum Beispiel einen Chaos Monkey habe. Ja. Okay. Ansonsten, ja, was halt auch schon angeboten wird von Logging, Monitoring, Tools. Beispielsweise kann man immer anschauen, die Auslastung meiner Ressourcen, die ich tatsächlich beziehe. Wenn er die im einstelligen Prozentbereich ist, dann habe ich vermutlich Potenzial, dass ich eben an der Stelle etwas mache und womöglich zu viel Ressourcen vorhalte. Weil das wäre ein sehr greifbares KPI. Aber gerade Richtung Wartbarkeit, die ja enorm dazu beiträgt. Wie messe ich Wartbarkeit?
Man kann sich irgendwie an der technischen Schuld statische Code-Analyse-Tools irgendwie heranziehen, damit kommt man halt eine Kennzahl. Gibt einem auch einen Anhaltspunkt, ob ich mich zumindest verschlechtere oder verbessere, macht es aber auch quantifizierbar. Ja, verstehe. Das heißt, ihr habt also dann die Anforderungen dahin gechallenged und auch welche aufgestellt, also geschaut bei den anderen nicht funktionalen, was ist denn da eigentlich, wie kann man da Nachhaltigkeit reinbringen, wie kann man das da mehr unterbringen. Und dann geht es ja mit der Entwicklung los und habt ihr das dann auch begleitet oder seid ihr dann erst später wieder zum Testing oder dazugekommen oder wie habt ihr das gemacht? Also es brauchte schon einen ganzheitlichen Ansatz. Im Grunde genommen könnte jeder Entwickler überspitzt mit einem Thread Sleep oder einer schlecht implementierten Schleife, ist ein besseres Beispiel, dazu beitragen, dass die Effizienz miserabel ist. Es gibt Dinge, die kann man einfach besser machen oder auch Caching, Memoization, um zu nennen, Dinge, die ich einmal berechnet habe, speichere ich mir zwischen und berechne ich sie neu. Das ist ein gutes Beispiel. Sowas passiert aber in der Entwicklung, also in der Implementierung. Ja. So feingranular designe ich mein System für gewöhnlich nicht, sondern da kommt es auf die Implementierung an und von daher muss man auch praktisch bei allen Ebenen dabei sein, eben auch noch mit Code-Reviews, wo es eben nicht nur darum geht, schaue ich da in Anführungszeichen nur auf Bugs, sondern auch auf die Art und Weise, wie etwas implementiert ist, dass es effizient ist. Das mache ich dann nicht nur aus der Nachhaltigkeitsbrille, sondern ich möchte generell einen performanten Algorithmus haben und habe damit schon mal ein gutes Zugpferd für solche Aktivitäten. Da ist ein guter Aspekt, dass halt bei dieser Trade-off-Analyse ja rauskommt, dass Sustainability oder Nachhaltigkeit immer so ein Plus-Minus mit anderen NFRs ist und da kann man natürlich dann auch in dem jeweiligen Projekt, wo er drin ist, dann gut argumentieren. Richtung Performance, dann ist es oft auch nachhaltiger, wenn man es natürlich richtig angeht. Und wenn man es richtig angeht, ist es meistens kosteneffizient, ist immer, dass man die Projekte überzeugen kann. Meistens mappt, vor allem wenn man in der Cloud ist, das Thema Nachhaltigkeit schon stark natürlich mit Energie oder mit Datenübertragung. Das kostet immer Geld und das ist dann immer so ein gutes Vehikel, das auch wieder zu messen, weil das sieht auch Management immer gerne, wenn man das misst und wenn man das möglichst klein hält. Und so kriegt man es dann auch in die Projekte rein, auch von Beginn an. Und der Umgang mit den Entwicklern, also solche Code-Reviews zu machen, das geht ja zum Teil schon ans Eingemachte. Und wie haben denn die Entwickler da so reagiert? Habt ihr die angeleitet, dass die das selber machen können oder habt ihr die begleitet, habt diese Reviews gemacht, damit man überhaupt auf diese Dinge achtet? Also erstmal, es hilft nichts, rauszuschauen und sagen, hey, mach das anders. Man muss schon immer eine Begründung dazu geben und es den Leuten ja auch beibringen. Wie gesagt, macht man nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen, sondern du willst ja generell effizient programmieren und arbeiten. Von daher ist es ja nichts, was wir neu etablieren wollen, sondern was man aus anderen Gesichtspunkten schon machen sollte. Und also zum einen halt auch die Begründung nennen, warum schauen wir jetzt darauf, Hintergründe nennen, warum es notwendig ist und also im Grunde genommen nichts Neues gegenüber einem normalen Pair-Programming-Review oder was auch immer. Ich wollte ja gerade sagen, es ist nichts anderes, wie wenn ich so ein Secure Coding Review mache oder so. Also es ist einfach nur ein weiterer Aspekt, den man halt dann mitbringt und dann natürlich vermitteln muss, warum der wichtig ist. Genau, ich glaube, darum geht es halt auch, dass man dann wirklich dem Entwickler auch die Sinnhaftigkeit aufzeigt, weil der kann sagen, was kosten die 3 Euro der Strom oder was da ein bisschen mehr Speicher, ach komm, lass gut sein. Also ich glaube, die Sinnhaftigkeit, auch die Nachhaltigkeit eben dann auch den Nutzen davon zu bringen, das ist dann, was man da vermitteln muss auch. Und jetzt ist quasi die Entwicklungsphase, das habt ihr begleitet und dann auch geht es ja in Richtung Test, Releasing und so. Wie ist es da weitergegangen? Vielleicht noch mal ein Wort auch zur Implementierung zu diesen Code-Reviews. Also wir sind da nicht reingegangen und haben uns den Entwicklern gesagt, hey, du hast den Long genommen, nimm den Int, dann sparen wir uns 4 Bytes. Da sagt auch, hey Junge, da ist die Tür. Also wir wollen schon an Dinge rangehen, die häufig aufgerufen werden, schon die Knackpunkte. Also wo ich millionenfach drüber iteriere, wenn ich da wirklich Sachen raushole, dann passiert da was an Kurven. Ansonsten, wie gesagt, wir streiten ja nicht um 4 Bytes umeinander. Da rentiert sich auch der Aufwand gar nicht. Da fällt mir jetzt noch ein dazu, gibt es auch Tools, die euch dabei unterstützt haben? Also konnte man das auch irgendwie so über statische Analysen da auch schon was rausholen oder habt ihr das? Natürlich Richtung Wartbarkeit. Es gibt schon so die bekannten Metriken, Fan-in, Fan-out, wie groß ist meine Kopplung. Alles, was zur Wartbarkeit beiträgt, da können statische Code-Analyse-Tools natürlich sehr viel dazu beitragen. Richtung Effizienz, ja, also gerade Richtung Web-UI gibt es auch Analyzer. Google hat aber ein gutes Open-Source-Tool,
dass einem schon mal sagt, hey, pass hier mal auf deine Performance-Effizienz oder du kannst an der Stelle vor allem was machen. Die geben einem zumindest so einen sehr high-leveligen Eindruck, wo ein Hotspot ist. Aber dann ist es leider auch noch ein sehr manueller Job. Ja. Ich habe gerade gezuckt und überlegt, was es natürlich nicht gibt oder mir nicht bewusst wäre so ein, man kann hier Rulesets erstellen für die statische Code-Analyse, dass das speziell einer für Nachhaltigkeit wäre. Man könnte sich natürlich so ein Custom-Ruleset irgendwie taggen und sagen, okay, die Rules sind speziell für Nachhaltigkeit wichtig, haben wir aber nicht gemacht. Ja. Naja, natürlich eine interessante Idee. Ne? Da haben wir in die Richtung auch weitergehen. Ja. Okay, und dann ins Testing hinein. Wie ging es dann da weiter? Das ist vielleicht so ein bisschen enttäuschend. Es gibt wenig Tests dafür. Ja. Ich kann jetzt nicht einen Unit-Test runterschreiben, der mir irgendwas auf Sustainability prüft. Es ist leider ganz, ganz viel Review-Arbeit, in dem ich mir eben Gedanken mache, wie läuft mein Algorithmus und speziell der Kern meines Produktes, der vielleicht über Jahre, Jahrzehnte gewachsen ist. Solche Dinge auch immer wieder hin zu untersuchen, tut er eigentlich noch das für das, was er irgendwann mal gebaut worden ist, beziehungsweise Software entwickelt sich ja weiter. Es gibt neue Anforderungen und dann mal mit der Brille und vielleicht 2, 3 Schritte zurückgehen und zu sagen, das sind meine heutigen Requirements. Das soll mit dem Ist zu vergleichen und dann zu sagen, wenn ich heute diese Requirements kenne, hätte ich den Algorithmus anders geschrieben, meine Software, wie sie momentan vorliegt. Und dann diese 2 Sachen immer wieder anzupassen. Aber ja, geht zum einen schon wieder Richtung Wartbarkeit, Effizienz. In dem Sinne auch nichts Neues, was wir nur aus einer Sustainability-Brille heraus tun sollten, aber wir sollten es für die Sustainability natürlich priorisieren und fokussieren. Auch das Thema Re-Architecting, also wenn ich nach 5 Jahren feststelle, ich kann einen Algorithmus viel, viel effizienter oder ressourcensparender schreiben, dann auch keine Angst haben, das halt zu machen. Funktioniert natürlich nur, wenn ich von vornherein die Architektur so ausgelegt habe. Mit was wir uns dann stark beschäftigt haben, ist nicht, wie testen wir nachhaltig, sondern wie können wir nachhaltig testen. Das ist ein Aspekt, da kann man natürlich sehr viel machen. Da, wenn man sich die ganzen großen Organisationen wieder anschaut, es gibt ja mittlerweile Bücher und Artikel darüber, wie ich nachhaltige Software an sich schreibe und mehr oder weniger dieselben Aspekte kann man auch aufs Testsystem anwenden. Wir haben oft relativ große Testarchitekturen, Testinfrastrukturen und die haben natürlich immens Potenzial, da Ressourcen rauszuhauen. Gerade wenn man sich Performance-Tests anschaut, wir skalieren die Lastgeneratoren hoch, das System an der Test skaliert hoch, wir haben eine Masse an Pipelines laufen, die Daten rumschieben und da kann man sich ganz viele Gedanken machen. Wo ich jetzt sparen kann, wann ich das Zeugs laufen lasse. Es gibt große API-Sammlungen, wo man den Energiezustand abfragen kann. Also wir können jetzt einen API-Call machen, da wird man rausfinden, wie viel Prozent erneuerbare Energie haben wir gerade, wie viel nicht erneuerbare Energie haben wir und was ist der Demand. Und da, wenn ich so ein Zeitfenster finde, wo ich viel erneuerbare Energie habe, die ich gerade wegwerfe, weil niedrige Demand ist, dann kann ich da zum Beispiel meine Performance-Tests hinschieben. Also es gibt ganz viele so Tasks im Testen, die sind nicht wirklich zeitgebunden. Ich muss das alles nach dem Commit triggern. Performance-Tests werden wahrscheinlich bei ganz vielen dann sowieso nachts laufen. Vielleicht kann ich die mittags laufen lassen. Da strahlt viel Sonne, da haben wir vielleicht gerade viel erneuerbare Energie, die wir wegschmeißen. Warum nicht das nutzen? Ja? Da gibt es API-Calls für mehr oder weniger jedes Land. Und dann kann ich mal anschauen, A, wie ist die Zusammensetzung der Energie und B, wird gerade was verworfen, was ich nehmen könnte. Die schlechte Nachricht ist, ich spare mir keinen Cent damit, weil mein Cloud-Provider, der rechnet natürlich trotzdem ab. Aber zumindest ist es gut fürs Gewissen, gut für die Nachhaltigkeit und gut für die Umwelt. Und da hat man immens viel Spielräume, die man sich aussuchen könnte. Ein anderes Beispiel ist das ganze Thema Testdaten oder auch im Staging-System. Wir schieben ja massenweise Container von bei manchen Projekten lokal in die Cloud, links, rechts. Und auch dieser Netzwerkverkehr erzeugt immens viel Carbon, also Kohlenstoff, wenn man es umrechnet. Und auch da haben wir mal, gibt es einen Shift-Report zum Beispiel, der wurde sehr kontrovers diskutiert und haben die Zahlen ein bisschen zu hoch eingeschätzt. Aber selbst mit den Korrekturen kann man sich ausrechnen, wenn man die Pipeline und Staging falsch baut, dann ist es ein Äquivalent zu 600 gefahrenen Kilometer beim Auto. Wenn man die umbaut, kommen wir auf 600 Meter runter. Also ich finde immer so als Autokilometer sind immer vorstellbarer. Und das halt für ein einzelnes Projekt. Und wenn man sich überlegt, okay, einfach nur durch kleine Änderungen im Staging-System haben wir das eingespart,
warum nicht machen? Ja. Ja, ich meine, das ist ein super Beispiel, was du da bringst, ne? Weil mit Autos, das kann sich jeder vorstellen, ne? Und da würde man sich schon überlegen, 600 Kilometer zu 600 Metern, ne? Aber in der Softwareentwicklung, da diffundiert das halt alles so ein bisschen weg, ist alles da und so, und braucht man jetzt nicht drauf schauen, aber das ist natürlich, gerade so eine Rechnung macht dann schon die Augen auf, ne? Was man da eigentlich den ganzen Tag Das sind natürlich auch das grobe Annäherungen. Ich meine, Ja. da kann man ausrechnen, wie viel Kabel durch ein Gigabyte Traffic im Netzwerk, das kommt natürlich auf die Distanz an und habe ich Caches drin und so weiter, aber selbst diese groben Annäherungen öffnen schon die Augen, weil das sind Themen, da denkt man eigentlich gar nicht drüber nach. Und da ist ein großes Potenzial, was wir da in Deutschland, in Europa oder weltweit auch liegen lassen, wo man Energie ansparen könnte. Und die Energie, die wir da sparen, selbst wenn es die grüne Energie der Cloud-Provider ist, kann man ja woanders verwenden. Ja? Wir haben ja genug andere Plätze, wo man erneuerbare Energie dann vielleicht sinnvoller einsetzt als in der Pipeline. Ja. Und also jetzt habt ihr dann diese Dinge dann auch konkret umgesetzt? Also wenn ihr mit diesem Performance-Tester, mit dem API-Call, das finde ich ja super. Ne? Also da wirklich zu schauen, wann kann man sowas laufen lassen. Ne? Ja. Also das habt ihr in den Projekten dann auch so verprobt. Ne? Also ich kann jetzt nur für ein Projekt sprechen, wir haben ganz viele, aber ja, also für da, wo wir drin sind, haben wir das gemacht. Ja. Auch diese Umstellung aus den Pipelines, um es einfach wirklich, natürlich spielt es auch kostentechnisch rein. Traffic, den ich nicht in die Cloud schiebe, kostet uns auch nichts. Ja? Das heißt, freuen sich dann alle Seiten, aber auch das haben wir gemacht. Genau. Ja, sehr schön. Ja. Und so rückblickend, die Projekte sind jetzt abgeschlossen oder laufen noch? Die laufen noch. Ne? Gibt es jetzt irgendwas, wo ihr sagt, das sind so die 2, 3 Punkte, da könnte man noch mal richtig jetzt mal rein? Na, jetzt habt ihr ja so einen Überblick über den ganzen Entwicklungsprozess bekommen. Wo seht ihr da so den großen Batzen, den man noch rausholen könnte? Ich denke, da gibt es so ganz viele Batzen, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Ich meine, dieser Aspekt mit dem Traffic war ja das eine, aber ich denke, da gibt es aber noch ganz viele so Schätze, die zu heben sind, wo man sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht hat. Ich glaube, da ist noch ganz viel vor uns, was wir noch finden können. Wie gesagt, gerade im Staging, glaube ich, liegt immens viel. Muss ich dann wirklich alles pro Commit triggern? Welche Trade-offs kann ich machen? Was kann ich zeitgesteuert machen? Wenn ich zeitgesteuert mache, wann mache ich es am besten am Tag oder nachts? Kann ich vielleicht über die Woche verteilen, wenn ich so einen Wetterforecast zum Beispiel habe, der mir sagt, da scheint ganz viel Sonne, kann ich das nicht irgendwie intelligent planen, dass ich dann immer da meine Chaos Monkey Tests zum Beispiel hinschiebe oder so. Ja. Ich glaube, da liegt noch ganz viel Potenzial begraben, wo wir selber noch nicht wissen und natürlich jetzt genau mit der Brille draufschauen werden. Ja. Bitte. Da hat jetzt der Flo wieder die Seite betrachtet, was können wir vor allem im Test machen. Auch da kann man sich bei jedem Pipeline dann fragen, muss ich nach jedem Commit 100% meiner Tests ablaufen lassen oder kann ich auch da Einsparungen vornehmen? Das nochmal zu dem Thema. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch dieses Thema Sustainable Software. Also wir wollen ja testen für Sustainable Software. Und da sehe ich das größte Potenzial wirklich diese Reviews von, das heißt immer so schön, es ist historisch gewachsen. Ja. Und ich glaube, alles, was so in die Jahre gekommen ist, da ist enorm viel Potenzial da. Also Requirements ändern sich, nur spiegelt sich das nicht unbedingt immer in der ganzheitlichen Architektur wieder. Da ist, glaube ich, in sehr vielen Projekten sehr viel zu heben. Ich glaube, dass es vielleicht da sogar auch ein bisschen ein Trade-off gibt, ne? Weil gewisse Altsoftware, die auch läuft, ne? Die zum Teil aber noch sehr sparsam läuft, weil einfach die Hardware nicht da war. Ne? Und jetzt könnte man das ersetzen vielleicht durch eine Java-Maschine, die aber dann richtig Vollgas braucht. Also ich glaube, das ist auch immer so eine Abwägungsfrage dann. Ne? Aber die Gedanken dazu muss man sich einfach mal machen. Ich denke, dass man auch gesehen hat, zu Anfangszeiten der Cloud, Entwickler haben sich gefreut, ich muss nicht mehr jedes Bit und Byte umdrehen und dran wenden, dass es irgendwo reinpasst. Ich skaliere die Ressourcen und ich glaube, gerade da sind ganz viele Projekte entstanden, die einfach viel zu viel Ressourcen verbraten, weil war halt damals auch irgendwie so der Trend der Zeit. Und da, wenn man jetzt nochmal drauf schaut, ich denke, da liegt auch noch ganz viel Potenzial. Ja. Das ist alles in der Cloud, das ist wahrscheinlich teilweise sogar containerisiert. Oder damals hat man sich einfach gefreut, super, wir haben die Cloud, die skaliert hoch, wie wir wollen, zack. Ja. Und da, denke ich, sind immer noch immens viele Projekte draußen, die es genauso machen. Auf jeden Fall, ja. Jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt heute ein Softwareentwicklungsprojekt habe, und jetzt eine kleine Firma, die jetzt nicht so auf Nachhaltigkeit pocht, weil das jetzt vielleicht noch gerade kein großes Thema ist, wie kann ich denn am besten anfangen? Gibt es da so eine Plattform oder irgendwo, wo ich mich mal andocken kann? Was könnt ihr da empfehlen, wenn ich jetzt mal als Entwickler eigeninitiativ loslegen möchte und mein Team überzeugen möchte, dass wir das brauchen? Also wie es der Flo ja vorhin schon erwähnt hat, es gibt andere Organisationen, Projekte, die sich da viel mehr Gedanken schon gemacht haben, Principles that Green Software Foundation und so weiter. Die haben da
sehr gute Tutorials, Artikel, mit denen man einfach mal reinstarten kann. Warum machen wir das? Es gibt sogar gewisse Patterns, die speziell zur Nachhaltigkeit beitragen. Und sich einfach mal dazu Wissen aneignen und sowas im Hinterkopf zu behalten. Das ist schon mal der erste Schritt und das ist wertvoll. Und eben dann, wenn es zu Designentscheidungen kommt, dieses Wissen dann abzurufen und sagen, wir könnten doch aus Nachhaltigkeitsgründen Dinge so umsetzen. Ja. Und halt dann immer diese stakeholdergerechte Sprache. Wie gesagt, wenn ich in einem Projekt bin oder in einer Firma bin, die keinen Wert auf Nachhaltigkeit legen, dann mappe ich es halt einfach, um es gestartet zu kriegen, auf andere Faktoren. Wie gesagt, Kosten mappt meistens immer relativ schön dagegen. Dann starte ich halt mit dem und sage im Nachgang übrigens auch viel nachhaltiger, weil es hat aber ein guter Punkt, das zum Beispiel an Management ranzukriegen, das halt jetzt vielleicht mehr Kosten als nachhaltigkeitsgetrieben ist. Genau, da muss ich halt immer schauen, was ist gerade mein Stakeholder, wen muss ich überzeugen. Ja, übers Geld kann man das natürlich immer gut argumentieren, das ist richtig. Und das ist ein legitimer Hebel, ne, wenn man das dann damit auch reinbekommt. Ja. Und die Links zu diesen Foundation, das kann man ja noch in die Shownotes reinpacken. Ne, da hat vielleicht jeder dann auch noch mal die Möglichkeit, dann und dort noch reinzutauchen. Genau, die kann noch. Ja, super. Vielen lieben Dank hier für dieses Interview hier live von der Mittagspause gerade. Also ein bisschen lauter, als es sonst ist, aber ich glaube, das hat gut geklappt. Ich danke euch sehr für diesen Einblick. Das war sehr spannend, dieses NFR, Non-Functional Requirement hier der Nachhaltigkeit einfach mal aufs Tablett zu bringen und einmal sichtbar zu machen, weil ich glaube, da ist schon echt viel drinnen, was man da noch rausholen kann. Ja. Danke dir auch. Super. Sehr gerne. Danke, ne? Schönen Konferenztag noch. Danke. Ciao. Ciao.